Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das Benno Boost. Und kaum ein anderes Bike wurde in den letzten Monaten so oft von euch angefragt wie dieses Fahrrad hier. Und in diesem Video wollen wir mal sehen, was daran eigentlich so reizt. Benno Bikes wurde 2015 von dem Berliner Benno Benziger gegründet, der nach seinem Studium Anfang der 90er nach San Diego ausgewandert ist und dort die Firma Electra Bicycles gegründet hat. Electra Bicycles sind bis heute echte Design-Ikonen und fallen im Alltag auf. Und 2015 wollte Benno dieses Prinzip eines hervorragenden Designs in die Welt der Cargo-Bikes und in die Welt der E-Bikes bringen. Benno nennt es Utility Design. Ride, Looks and Cargo, the perfect blend. Herausgekommen aus dieser Philosophie ist das Benno Boost. Und die aktuelle Rahmengeneration gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Zuerst gehen wir auf die Daten und Fakten ein, dann zeige ich euch die Details und Features und natürlich auch die Lademöglichkeiten und dann werden wir eine Runde damit drehen. Das wird allerdings nicht das einzige Video zum Benno Boost sein. Am Ende der Testphase werde ich nochmal ein Video drehen über meine Eindrücke, über unsere Eindrücke im Alltag als Familie ohne Auto. Also abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, wie euch das Bike so auf den ersten Blick gefällt, ob das was für euch wäre. Und wenn ihr noch mehr Bock habt, dann gebt schon mal einen Daumen nach oben, denn damit helft ihr dem Kanal am meisten. Vielen Dank. Und damit beginnen wir jetzt mal mit den Daten und Fakten. Das hier ist das Benno Bikes E10D. Es ist ein Longtail Cargo Bike, das heißt, die Ladekapazität befindet sich zum größten Teil hinter dem Sattel. Der Rahmen und die Gabel des Benno Bikes bestehen komplett aus Aluminium und es hat eine Besonderheit bei den Reifen. Da kommen wir aber später drauf zurück. Das Boost gibt es nicht nur in dieser Farbe, sondern auch in weiteren, teilweise sehr bunten Farben. Das Bike ist je nach Konfiguration zwischen 1,90 Meter und 2 Meter lang, wiegt 30 Kilogramm in der Grundausstattung und darf insgesamt 200 Kilogramm auf die Waage bringen. Das Benno Boost ist ein Pedelec, in diesem Falle mit einem Bosch Performance CX Motor mit 250 Watt Leistung und 85 Newtonmeter Drehmoment. Gespeist wird der Motor mit einer oder zwei 500 Wattstunden Akkus. Die Kraft wird mit einer Kette in eine 10-fach Shimano Deore Kettenschaltung geleitet. Ebenfalls auf Shimano Deore Niveau sind die Bremsen vorne und hinten mit 180 mm Scheiben. Die Beleuchtung kommt von Supernova, vorne die Mini 2 und hinten das E3 Rücklicht. Und sowohl Sattel als auch die Griffe sind Benno gebrandet. Ja, soweit zu den Daten und Fakten. Gucken wir uns jetzt mal ganz kurz die Geometrie an. Wie sitze ich auf dem Benno Boost? Den Rahmen des Boost gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal hier in dieser hohen Version und dann noch einmal in einer mixte Version mit einem tieferen Einstieg. Hier müssen jetzt knapp 70 cm überwunden werden, wenn man hier vorne über das Oberrohr steigen möchte, weil hier hinten ist es, je nachdem was hier hinten drauf ist, schon echt schwierig darauf zu kommen, aber das haben alle Longtails so an sich. Laut Benno eignet sich das Bike mit der regulären Stütze für Menschen zwischen 1,55 Meter in dieser Sattelhöhe und 1,90 Meter in dieser Sattelhöhe. Das heißt, wenn ich da draufsteigen möchte, ist es für mich eine ganze Ecke zu klein. Aber man kann schon sehen, ich sitze relativ aufrecht und auch kleinere Leute sollten relativ aufrecht sitzen. Und was dann noch cool ist bei dieser Rahmenform, ist, dass sich der Lenker nach vorne und hinten verstellen lässt und somit eben auch ein kürzerer oder längerer Reach vom Sattel aus ermöglicht wird. Genug zur Geometrie und den langweiligen Daten und Fakten. Jetzt gehen wir mal auf das Benno, auf das Dreieck ein. Und wir starten hier mit den Looks. Design liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber Benno wollte ein Bike bauen, das man gerne anschaut. Und hier findet sich ein interessanter Stilmix aus den verschiedenen Bereichen der zweirädrigen Mobilität. Auf der einen Seite dieses stark ansteigende Oberrohr, das dann hier so leicht geschwungen in das Steuerrohr übergeht und dann so ein bisschen so an alte Shopper, an amerikanische Motorräder erinnert. Und dann hier auch dieser Lenker, der einen ziemlich hohen Rise besitzt, also ziemlich stark nach oben geht,
was eine deutliche Anleihe aus dem BMX-Bereich ist, wo ja eine ähnliche Lenkerform üblich ist. Dadurch wird ermöglicht, dass man hier kein überlanges Steuerrohr und auch keinen überlangen Gabelschaft braucht, sondern das Ganze relativ niedrig und relativ schlank gestalten kann und das Bike somit ja, optisch deutlich kleiner und deutlich luftiger wird und hier nicht so ein riesen Vorbaugedöns ist. Und dann sind da als besonderes Designmerkmal auch die Räder. Damit das Boost insgesamt so kompakt daherkommt, hat sich Benno hier für eine interessante Größe entschieden bei den Rädern, und zwar für 24 Zoll. Normalerweise sind ja bei Longtails so 26 Zoll üblich oder 20 Zoll und das hier ist mit 24 Zoll so eine Zwischengröße und das hat mehrere Vorteile. Und zwar ist auf der einen Seite das Rad nicht so klein wie ein 20 Zoll Rad, kann dadurch deutlich besser über Unebenheiten rollen und fühlt sich deutlich natürlicher an als bei so einem kleinen Rad. Auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem diese Kompaktheit, dass das gesamte Fahrrad halt unter 2 Meter lang ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Schwerpunkt hinten natürlich niedriger ist als bei einem 26 oder einem 28 Zoll Rad, aber trotzdem auch etwas höher als bei einem 20 Zoll Rad. Aber dadurch, dass es halt diese Zwischengröße hat, hat sich Benno nicht nur überlegt, ich mache 24 Zoll, sondern ich entwickle auch meine eigenen Reifen dazu. Und das hier sind Benno-Reifen. Ich weiß, steht auch gar nicht drauf, wo die irgendwie hergestellt werden. Sie sind Benno gebrandet, haben ein besonderes, eigenständiges Profil und Design. Und das könnt ihr jetzt hier in der Seitenansicht sehen, sind 65 mm breit. Also das sind richtig dicke Schlappen, die dann natürlich noch einiges an Fahrkomfort bieten sollen und durch die große Breite auch einen echt guten Grip. Insgesamt passen diese 24 Zoll Felgen mit den richtig dicken Schlappen richtig gut in das Designkonzept des Benno, greifen die verschiedenen Aspekte des Designs wieder auf und funktionieren auch während der Fahrt richtig gut. Und das sehen wir gleich. Bevor wir aber auf die große Reise gehen und sehen, wie sich das Benno Boost fährt, gehen wir mal auf die nächste Seite des Utility-Dreiecks ein, nämlich auf Cargo. Und das Herzstück eines jeden Cargo-Bikes sind natürlich die Möglichkeiten, die es bietet, Lasten zu transportieren. In diesem Falle sind es 2 Gepäckträger. Der vordere optionale Gepäckträger darf 20 Kilo laden und der hintere darf 60 Kilo laden. Und wir gucken uns jetzt mal den vorderen Gepäckträger erstmal ganz genau an. Den vorderen Gepäckträger gibt es in 2 verschiedenen Farben. Einmal in diesem Rot, was natürlich hervorragend zu diesem grau-anthrazitfarbenen Rahmen passt, und auch in Schwarz, was so ziemlich zu jeder anderen Rahmenfarbe passt. Der Gepäckträger hat eine Breite von 40 cm innen und eine Tiefe von knapp 25 cm. Das heißt, halbe Euroboxen lassen sich ja einfach drauf verzurren und verstrapsen. Und ich finde, auch der Gepäckträger ist nicht einfach so ein Korb und wir brauchen eben eine Ladefläche, sondern der ist auch schon so hübsch designt worden. Also hier mit diesen organischen Formen, die so ineinander übergehen, die so eine große Schleife beschreiben, das finde ich schon ziemlich schick. Wenn ihr keine Boxen hier drauf verzurren wollt oder irgendwelche anderen Gegenstände, dann bietet Benno auch diesen Front Carrier an. Der lässt sich hier mit 4 Klettstreifen einfach an diesem Gepäckträger befestigen und sitzt da noch richtig gut. Und der ist richtig groß, der Tasche. Die Tasche lässt sich hier ganz einfach öffnen. Stellen wir das mal gerade. Und die ist auch richtig tief. Wenn man hier reinguckt, da kann man den Boden nicht sehen, so tief ist die. Hat dann hier auch 3 Ablauföffnungen hier drin, dass, wenn doch mal Wasser eintreten sollte, dass das dann auch ganz einfach abfließen kann. Und hier lassen sich alle möglichen Gegenstände verstauen. Die Rucksäcke der Kinder, auch der eigene Rucksack, ein Schloss oder was auch immer. Und das lässt sich dann auch recht einfach wieder schließen. Einfach hier mit dem Klett zumachen und dann kann man es schon so hinlegen und dann ist es eigentlich schon zu. Aber natürlich lässt sich das Ganze dann auch noch richtig verschließen. Hier mit diesen Schnappverschlüssen hier an der Seite. Nummer 1 und Nummer 2 und dann ist die Tasche auch richtig zu. Man kann die Tasche aber natürlich auch nur mit diesem Klett hier einmal verschließen. Dann ist die auch relativ gut zu und Gegenstände fallen schon mal nicht raus. Wenn man allerdings größere Gegenstände geladen hat, dann kann man es auch ja auch so ein bisschen einrollen und dann die beiden Schnappverschlüsse hier oben miteinander befestigen und dann kommt auch kein Wasser rein und die Tasche ist auch richtig gut geschlossen. Aber so richtig geht die Party natürlich hier hinten ab. Und das ist so eine Möglichkeit, wie ihr euren Benno Boost Gepäckträger konfigurieren könnt. Denn Benno bietet einiges an Zubehör an, hier hinten für die Ladefläche, um für alle möglichen Situationen im Alltag gerüstet zu sein. Ich zeige euch jetzt diese Möglichkeit.
Im zweiten Video werde ich euch eine andere Möglichkeit zeigen, wie man im Alltag mit diesem Bike unterwegs sein kann und mit welcher Konfiguration. Hier ist jetzt das High Rail Plus Set, das Rail Camp Plus Set, 2 Utility Pannier Bags, das Mini Sideloader Set und dann natürlich vorne das, was wir schon gesehen haben, die Utility Front Tray und die Utility Front Tray Bag. Und damit das Ganze auch so stehen bleibt, auch der Dual Kickstand. Der hintere Gepäckträger ist von hier vorne bis hier hinten 70 cm lang und in dieses High Rail Plus Set passt eine Eurobox sogar noch mit ein bisschen Luft richtig gut rein. Hier auf dem Gepäckträger selber sind dann noch 3 Möglichkeiten, 3 Fenster, in denen sich Thule EasyFit Sitze verbauen lassen. Also da kann man entweder 2 Sitze oder einen in diese Position setzen. Das sehen wir im zweiten Video. Aber es lassen sich zum Beispiel auch Sitze verbauen, die hier an die Seiten greifen. Die Seitentaschen hier haben 30 Liter Fassungsvermögen und lassen sich variabel einsetzen. Auf der einen Seite sind sie natürlich als einfache Packtaschen zu gebrauchen. Man kann sie hier auch in dem Volumen einstellen, sodass man entweder eine richtig große Packtasche hat, wo alles Mögliche reinpasst und die auch sich variabel nutzen lässt. Hier passt richtig gut was rein. Und hier auf der Unterseite, das kann man jetzt nicht sehen, ist auch wiederum eine Ablauföffnung. Falls doch mal Wasser eintreten kann, kann es auch einfach wieder austreten. Wobei die Tasche natürlich, wenn sie geschlossen ist, auch Regen definitiv abhält. Wenn man größere Gegenstände verstauen möchte, die dann über die Packtasche hinausragen, kann man sie auch geöffnet lassen und entweder man stopft dann den Deckel einfach hier rein oder man kann ihn auch aufrollen und dann hier mit dem entsprechenden Gurt hier oben auf der Oberseite fixieren. Und dann lässt sich, wie gesagt, das Volumen hier mit diesen Strapsen an der Seite auch ganz einfach regulieren, damit die Tasche nicht so sehr im Wind hin und her flattert, wenn man mal nicht so viel geladen hat. Dann gibt es hier vorne noch so einen kleinen Reißverschluss, wo sich kleinere Gegenstände verstauen lassen. Die Tasche ist aber relativ tief, also so 4 Smartphones passen da locker rein. Und die Innenseite ist, wie gesagt, groß genug und auf der Innenseite verstärkt, damit auch wiederum die Tasche hier gut an dem Gepäckträger dran bleibt. Die Tasche ist so konzipiert, dass sie immer an dem Rad dran bleibt. Sie ließe sich zwar mit ein paar Handgriffen abmontieren, aber das ist für den Alltag nicht vorgesehen. Und sie kann auch entweder so verwendet werden oder für eine größere Stabilität, gerade wenn man schwere Sachen da reinlädt, sind noch diese Sideloader, diese Trittbretter da, sodass die Tasche dann darauf aufliegen kann. Und wenn wir auf die Innenseite gucken, dann können wir sehen, hier ist ein kleines Ablaufloch ganz unten. Das ist natürlich dafür da, wenn doch mal Wasser eintreten sollte, dann kann es ganz einfach wieder austreten. Aber an sich ist die Tasche natürlich definitiv regendicht. Und wir können hier auch nochmal die weiteren Streben sehen, die weiteren Gurte, mit denen sich das Volumen der Tasche vergrößern oder verkleinern lässt oder auch größere Gegenstände einfach dann hier draußen irgendwie festzurren lassen. Aber natürlich, wie sich diese Tasche im Alltag bewährt, seht ihr im zweiten Video. Jetzt, wo die Tasche demontiert ist, können wir noch mal einen Blick auf den Gepäckträger werfen. Und der ist recht einfach, aber doch stabil designt. Wir haben hier verschiedene Streben, mit denen wir Packtaschen befestigen können oder Dinge verzurren können. Und hier könnt ihr sehen, das sind schon ziemlich dicke Streben, die den Gepäckträger auch sehr stabil werden lassen. Und wenn ihr noch mehr Cargo-Kapazität braucht, einen größeren Gepäckträger, dann gibt es auch noch einen Utility XL Gepäckträger, der dann hier hinten nochmal die Kapazität ein bisschen erweitert. Aber der hier ist meines Erachtens schon ausreichend groß für die meisten Anwendungszwecke. Jetzt haben wir Looks besprochen, wir haben Cargo besprochen und jetzt gehen wir auf den Ride ein für die Perfect Balance. Los geht das. Es ist jetzt alles eingepackt hier. Meine beiden Mitarbeiter. Der kleine Sattel. Wir haben jetzt eine etwas längere Sattelstütze verbaut, damit ich da bequem drauf fahren kann. Und natürlich sind die Packtaschen voll mit meinem Kameraequipment. Hier ist mein normaler Rucksack drin. Und hier vorne seht ihr dann auf dem Gepäckträger mit der Tasche verstrapst das große Stativ. Also jetzt sind das hier hinten auf dem Gepäckträger gute 35 bis 40 Kilogramm, in den Packtaschen nochmal so jeweils 5 bis 6 Kilogramm, also schon relativ gut beladen. Wir kommen wahrscheinlich nicht ganz an die 200 Kilo Gesamtbelastung, aber sind schon nicht weit weg. Wir sind jetzt im Turbo-Modus und wollen erstmal sehen, wie das Gerät beschleunigt. Kettenschaltung natürlich muss man dann immer beim Starten in einen niedrigen Gang schalten. Ja, und sagen wir mal so, es geht so los, wie man das
beim Bosch Performance CX erwartet. Also er schiebt gut nach vorne und die Unterstützung liegt sofort an und er unterstützt auch wirklich graduell. Und jetzt sind wir hier auf Kopfsteinpflaster, gleich als allererstes Mal. Und ich habe den Reifendruck relativ niedrig gewählt, aber trotzdem kann der dicke Reifen nicht unbedingt eine Federgabel ersetzen. Aber sobald man sich auf ebenem Untergrund befindet, ist das wirklich sehr angenehm. Die Sitzposition ist gut, nicht zu aufrecht, nicht zu sportlich. Jetzt hier auf Schotter, da machen sich die breiten Reifen wirklich bezahlt, weil das Rad hat auch in der Kurvenlage einen richtig guten Grip. Obwohl es sich ja nicht um allzu feines Profil handelt, sondern das ziemlich grobstollig ist, ist es trotzdem so, dass das Rad nur ziemlich schwer aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Dann muss man sich schon wirklich doof anstellen. So, jetzt mal hier ein bisschen die Offroad- und Kletterfähigkeiten testen. Kein Problem fürs Benno. Und runter. Ist natürlich Quatsch, so ein Test. Also kaum jemand wird das Benno so fahren, aber wenn man es so fährt, dann weiß man, es funktioniert. Die Beschleunigung ist wirklich cool, aber das liegt halt hauptsächlich an dieser Kettenschaltung und dem kräftigen Motor. Was man auch sagen muss, gerade bei so leichten Unebenheiten, bei feinem Kopfsteinpflaster, da können die Reifen schon richtig gut was wegschlucken. Das ist schon ziemlich komfortabel, das Bike. Und wie gesagt, nur bei kräftigem Kopfsteinpflaster, bei großen Kannsteinen oder ähnlichem, da geraten die Reifen dann schon an ihre Grenzen. Wir sind in einem relativ kleinen Gang im Turbo-Modus und fahren jetzt den Jerusalemsberg hoch. Das ist keine besonders starke Steigung, keine besonders kräftige Steigung, aber das ist halt das, was wir haben in Lübeck, ne? So, und es geht los. Gang zu hoch gewählt. Und wie immer, möglichst entspannt hochfahren und dann die Geschwindigkeit beobachten. Wir sind jetzt bei 20 km/h. 21. Ich gebe nicht viel Stoff aufs Pedal. Jetzt muss ich mich etwas mehr anstrengen. 18 km/h. 17 km/h. Der Akku ist übrigens halb voll. Das kann ja teilweise auch so ein bisschen Einfluss haben. 17,3, 17,6, 18 km/h. Also so zwischen 17 und 18 km/h komme ich den Jerusalemsberg hoch. Das ist völlig für den Bosch Performance CX völlig normal. Man muss halt auch überlegen, das ist ja nach wie vor ein schweres Fahrrad mit dem, was ich hier auch alles geladen habe. Ja, da kann man mal ein bisschen langsamer fahren nur, ne? Da geht es ja nicht so schnell. 28, 30 km/h, abbremsen. Ja, das war das Rad richtig gut. Also man merkt immer, dass man hier einen relativ kurzen Radstand und ein relativ kompaktes Rad hat. Es ist natürlich nach wie vor länger als ein normales Fahrrad, wenn es sowas gibt, aber nicht viel länger. Und von der Agilität, wie man sich in die Kurven lehnen kann, gefällt mir das richtig gut. Und was auch auffällt, diese Reifen, die haben richtig Grip. Hört ihr das? Wenn man so etwas mehr in die Kurve legt, dann vermittelt die mega viel Vertrauen. Jetzt gleich machen wir den Bremsentest aus 25 km/h. Jetzt sind wir bei 25 km/h und ich bremse da vorne bei dem Halteverbotsschild. Also ein bisschen ist der Reifen gerutscht, obwohl er hinten so schwer beladen ist. Und die Bremsen greifen nicht ganz so bissig zu, wie man das von Magura Vierkolbenbremsen zum Beispiel gewöhnt ist. Dadurch haben wir jetzt einen Bremsweg von etwa 2,50 Meter, 2,60 Meter. Also wenn man häufiger schwerere Lasten zu tragen hat, würde ich eine etwas stärkere Bremse empfehlen. Aber der Antrieb macht echt Spaß. Also auch die 10 Gänge, die reichen, die Spreizung reicht wahrscheinlich für die meisten Anwendungszwecke. Wenn man wirklich häufiger längere und stärkere Steigung hat, wäre aber, glaube ich, schon eine größere Kassette gar nicht so unwichtig. Also das Rad kommt mit den meisten Fahrradwegen super klar. Und auch wenn jetzt die Beladung hinten auf dem Gepäckträger natürlich relativ hoch ist und man diese Beladung schon ein bisschen merkt, ist das nicht unangenehm. Also das Rad lässt sich sehr einfach kontrollieren.
lässt sich sehr genau dahin bringen, wo man es haben möchte. Auch wenn man so ein bisschen Slalom fahren will, dann schaukelt sich die Last hinten nicht auf, weil eben der Schwerpunkt nicht ganz so hoch ist wie bei 26 Zoll. Er ist allerdings auch nicht ganz so niedrig wie bei 20 Zoll, aber dafür muss ich sagen, auch das hier funktioniert mit dem Benno ganz hervorragend. Freihändig fahren mit dem Lastenrad bei Traumwetter. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ding. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Präsentationstillmann und machen weiter mit den Preisen. Das Benno Boost gibt es in zwei verschiedenen Motorvarianten. Einmal mit dem Performance Line Motor mit 65 Newtonmeter Drehmoment für 4.800 € oder mit dem Bosch Performance CX mit 85 Newtonmeter Drehmoment für 400 € mehr, also ab 5.200 €. Und dann addieren sich natürlich das ganze Zubehör obendrauf. Hier in dieser Konfiguration mit den Rails hier, mit den Packtaschen, mit den Fußstützen, dem Doppelständer, dem Frontgepäckträger und dieser Front Tray Bag kommt das Rad auf einen Gesamtpreis um und bei 6.200 €. Ride, Looks and Cargo. Das ist die Grundphilosophie des Utility Designs. Kann das Benno Boost diesen Anspruch erfüllen? Also ich bin schon mal ganz angetan tatsächlich. Es fährt sich wirklich gut und wir konnten in den letzten Wochen auch schon einige Abenteuer, einige Alltagstouren damit erleben. Und mein komplettes Fazit sage ich euch natürlich dann im zweiten Video. Ja, was sagt ihr zu dem Benno Boost? Wäre das ein Bike für euch, für euren Alltag, für euren Betrieb oder eure Familie? Und was soll ich in den nächsten Wochen mit diesem Bike mal testen? Sagt es mir mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.